Abenteuer Allrad 2023, Tobi Teichmann. Hallo Sven, servus. Hi. Es hat geregnet, es kam Hagelkörner runter. Ziemlich sogar. Guck mal, wir haben noch einen Fluss hier durch, ne, wie du siehst. Das ist Der war wirklich doppelt so breit noch vor 5 Minuten. jetzt aber schön kühl, eben mal relativ warm. Ja, wir haben ganz viele Lohnempfänger von dir hier sitzen. Ich gucke mal auf der linken Seite. Du bist die? Nina. Nina, du bist Handwerksmeisterin. Ja, ich bin Trainermeisterin, genau. Du bist auch Meisterin? Meisterin, genau. YouTube, Social Media, Marketing. Du bist die Feuerwehrfrau Marie. Genau. Und du? Ich bin Rudolf, ich bin Freiberufler hier. Und mir gehört der schöne LKW da unten, Rudolf Travel 4x4. Den müsst ihr euch jetzt denken, der ist hinter den ganz vielen Schirmen, aber dem werden wir noch ein eigenes Video zu machen. Jetzt mal eine ernsthafte Frage, 4V24, ist das ein guter Laden, jetzt mal ehrlich? Klar. Hat ein bisschen gedauert. Nein, das ist jetzt, es ist ja ein Eigenbau und eine eigene Idee gewesen und dann haben wir das ja umgesetzt und das dauert seine Zeit. Tobi hat gesagt, noch so ein Kunde wie du und er hängt sich auf. Nein, das glaube ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Bist du ein netter Kunde? Ich bin immer nett. Wenn das alles klappt, bin ich immer nett. Nein, wir haben ein geiles Auto gemacht. Das ist wirklich super. So. Das wirst du sehen morgen. Wir stellen das dir vor, wenn du Lust hast natürlich. Du kommst aus Bamberg. Aus Bamberg, ja. So ist das rollende R. Ja, und hier ist Sandra Capella, die geht schon so ein bisschen die Düse. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Du wirst LKW fahren. Und zwar werden wir auf einem Privatgelände, was für ein Auto fahren wir? Wir fahren unseren altgedienten Iveco 9016, die sogenannte Turbo-Else, die hat auch einen Namen und die läuft jedes Jahr hier als Charity-Projekt ein bisschen im Parcours auf der Abenteuerallrad. Also kommt, schaut, ihr könnt da kostenfrei mitfahren, ist auch für Kiddies und Familien sehr nett. Ja, und die Marie managt das, die Nina ist auch schon gefahren heute und den Rudolf, dem zeigen wir jetzt auch mal, wie das geht. Ne? Der hat ja alle als Traktorscheine, der könnte es wahrscheinlich von selbst schon. Aber Gut, wenn du mal gerade so lieb ist, deinen Hut mal ordentlich nochmal aufsetzt, weil da guckt ein Stück von der Krempe innen raus. Ehrlich? Ja, ist nicht schlimm, aber im ganzen Video haben wir es dann drin. Danke, ja. Ja, ich wollte nur sagen, nicht, dass deine Frau sagt, wie hast du dich wieder angezogen heute? Ja, Das wäre genau passiert. Ist schon zu spät jetzt. So, da kommt. So, wir filmen mal ein bisschen mit. Abenteuer Allrad. Wir gehen jetzt mal den linken Weg hoch. Du bist die? Jassi, hi. Jassi, grüß dich. So, ist viel los? Es war heute super viel los, ganz viele Hunde, ganz viele interessierte Besucher und es hat riesen Spaß gemacht, selbst bei Regen und Hagel. So, und wir gehen, let's go, hallo. Und das hier ist so ein kleines bisschen so die Specialties-Reihe, wo du viel Zubehör kriegst. Also vorne gibt es einen kleinen Ofen, hast du den gesehen? ja, die kenne ich, Tiny Ofen. Die Geiles Teil. Ja, auch der Typ ist sehr cool. Video gedreht gestern. Ja, habe ich gemacht. Macht Spaß mit ihm, ne? Eine Stunde habe ich gedreht. Ja, super, finde ich. Weltklasse. Ja. So, jetzt gehen wir. Ist das weit weg von hier? Wie lange gehen wir jetzt? Wir laufen noch 4 Minuten. 4 Minuten. So, kann man ein bisschen das zeigen. Gehen wir ganz gut hin. Ja? Hallo. Viele Kinder hier, viele Hunde. Ja, Hunde voll. Also es ist immer so, man stellt ja fest, dass die Offroad-Fraktur auch immer viel Hunde dabei hat. Ne? Also die Community ist sehr hundeaffin. Da darf ich dir mal kurz zeigen, den Hund. Klar. Was ist das für eine Rasse? Ein Labrador. Echt? Ja. Ein kleiner Labrador. Boah, der wollte nämlich, ich zeig das mal. Der wollte das Mikro. Das ist nämlich das Mikro und das sieht aus wie ein Hase. Ja, genau, deswegen. Du weißt, wenn man das bestellt im Internet, heißt das Dead Cat. Alles klar. Tote Katze. Die ist, oh, ist der goldig. Sehr gut. Du hast auch einen Hund? Ich habe 2 sogar, ja, so 2 Familienhunde. 2 Familienhunde. Ist die schön, die Messe? Ja. Jetzt hat es geregnet, wo wart ihr? In einem Zelt. Gewartet, bis es... Und dann ging es weiter. Sag mal, der Mann guckt ja, ist sehr... Ach so, ist sein Vater. Ja. Okay, weil ich wollte gerade sagen, nichts hier stalken über die Schulter. Gut, ist sein Papa. Ja. Du bist selber Camperin? Ja, Warum? weil es einfach Lebensfreiheit gibt. Tschüss. Und du kriegst das Mikro nicht. So. Wir setzen Sie auf den Beifahrersitz und ich bleibe in der Mitte. So, was habt ihr ausgemacht? Die Sitzagenda, wie wir sitzen werden. Ja, weil wir haben ja ein Iveco 9016 ist ein Feuerwehrfahrzeug mit einer Mannschaftskabine, da hast du 10 Sitzplätze drin. Und wir haben diese Sitzplätze auch erhalten. Das heißt, ja, wir können da 2 Familien mitnehmen. Ne? Guck mal hier, da ist der Defender, hochgradig, geländegängig. Jetzt hat es endlich mal geregnet. Ja, jetzt bleiben sie gleich stecken wahrscheinlich. Die werben damit, dass sie nicht stecken bleiben. Aber es ist schön matschig, oder? Ja, aber guck mal, hier sind auch richtige Reifen drauf. Also den haben sie schon ein bisschen modifiziert. Der ist nicht mehr original.
AT-Bereifung. Und auf der Strecke fahren wir nicht, oder? Nee, auf der Strecke fahren wir nicht. Das ist sogar mindestens eine AT. Ja, ist eine AT-Bereifung. So, AT ist wichtig, denn die sind an der Seite offen. Und der Schmutz kann raus. Bitte All-Terrain. All-Terrain, AT. Dann gibt es MT noch, Mud-Terrain. Also das ist der Reifen, den man nur 25 bis 30% auf der Straße fahren sollte. Der ist ja 50-50 noch, damit kann man auch auf der Straße fahren. Ne? Aber weißt du, das ist jetzt so ein bisschen irgendwie nur noch Defender-lastig alles. Und ich finde sie zwar interessant und schön, die Autos, aber irgendwo sind sie ein bisschen am Urgeist vorbei, oder? Was meinst du? Es gibt ein neues Auto aus Frankreich, irgendwas Ineos, Grenadier oder so. Genau, der hebt den Geist des alten Defenders, hat er nochmal neu aufgenommen, betont. Der ist ein bisschen so mehr, wie sich die viele Land Rover-Fans wahrscheinlich den Defender vorgestellt hätten. Ja, deswegen verkaufen die auch ganz gut. So, jetzt. Du kennst den Weg. Die wievielte ist denn das Abenteuerrad? Die 25, bei mir ist es ungefähr, das erste Mal da, 2012, also 10., 11. 10 oder 11. Ja, 10 oder 11. Also ich bin kein Gründungsmitglied. Ich war aber auch schon 2008 hier auf der Abenteuer Allrad im Rahmen meiner Rallye-Tätigkeiten und habe die sogenannten Rallye-Camps unterstützt. Das heißt, die Messe hatte am Anfang ja auch ein bisschen mehr so einen leichten Festivalcharakter. Ne? Also sehen und gesehen werden und treffen und ist dann in den letzten Jahren verstärkt natürlich zu einem der most wanted europäischen Publikumsmagneten. Eine Zeit lang war es ja sogar die größte der Welt. Ne? Ich habe viele Leute interviewt, die sind gar keine Camper. Die kommen hier, weil die die Autos geil finden. Ja, genau. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach, auch wenn du jetzt auf die Camper-Areas unten gehst, Mengen, das bricht ja alles auseinander. Solche Mengen sind da dieses Jahr auch wieder aufgestanden. Echt? Ja. Ist so viel los? Ja, es ist extrem viel los. Ja. Also keine Chance, irgendwelche Plätze noch zu kriegen, ne? Wenn du nicht schon vorgestern da warst. Ja, das ist die sogenannte Offroad-Strecke hier, der Offroad-Parcours. Also das heißt, wenn du jetzt Aussteller bist auf der Abenteuer Allrad, kannst du den dazu buchen. Ne? Hast du gemacht? Bei uns ist es so seit Jahren, weil ich sage, wir wollen es nicht kommerziell betreiben und nehmen irgendein Feuerwehrauto oder unsere Fahrzeuge, die Familien transportieren kann. Und da haben wir so einen Bonus. Also das heißt, ich buche das jedes Jahr, aber ich muss das, glaube ich, gar nicht voll bezahlen, weil das so ein bisschen eine Institution in der Sache mit ist. Ne? Also das ist ganz gern gesehen. Du lieferst auch ein Fahrzeug mit zu, muss man sagen, für die Strecke. Ja, einfach so mal ein bisschen, weil wir ja mehrere Sitzplätze haben, auch eine ganze Großfamilie einladen. Ne? Also das heißt, Papa, Mutter, 5 Kinder, geht da rein. Ne? Das geht ja in so ein Auto nicht. Insofern... So, du gehst jetzt hier mitten auf das Gelände. Genau. Es hat schön geregnet. Ist da jetzt immer Wasser drin, oder? Fängt es ein bisschen an Spaß zu machen, weil es staubt doch nicht mehr so. Das heißt, Wasser ist da ja immer drin, das füllen die natürlich auch mal ein bisschen nach. Warte, ich darf das mal kurz zeigen. Du trinkst, ist das Bier echt oder alkoholfrei? Echtes. Echtes. Warum? Warum machst du das? Warum nicht? Argument, ja. Ist das cool, hier zu stehen, wie die alle hier so in den Matsch fahren? Ja, und du läufst hier vorbei, wir haben Spaß, alles gut. Dankeschön. Ciao. So, komm, let's go. Wir fahren nämlich jetzt. So. Tobi, klär mich auf. Hier ist unser Iveco 9016, also das ist so das Gründungsfahrzeug von 4Wheel24. Man sieht auch die Elemente, es ist nicht mehr das schönste etwas, aber es hat uns sehr viele gute Dienste schon geleistet bei vielen Rennveranstaltungen. Vorsicht, aufpassen. Also sie heißt, soll ich jemandem die Hand geben? Sie heißt übrigens Turbo Else, ja, genau. Und ist ein Iveco 9016. Iveco 9016, ja, ist also so ein Basisfahrzeug. Wir hatten ja schon mal Videos gedreht vielleicht, ne? Sven, erinnerst du dich? Iveco 9016 mit Kabine. Ja. Wunderschöne Sachen, Nina war dabei. Und die Kabine ist jetzt ungekürzt? Das ist die Feuerwehrkabine noch. Ne? Das ist so ein Werkstatt-LKW und Service-LKW. Warte, wenn ich mal durchlässt. Dann ich lass dich mal durch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am sinnvollsten gestalten. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du tatsächlich von hinten hast du am meisten. Rudolf, geh doch mal bitte mit hinter auf jeden Fall, weil ich würde mal die Mitte vorne nehmen. Ne? Und von der Einweisung her nehmen wir dich gerade auf den Beifahrersitz erstmal. Ne? Dann kann ich ein bisschen moderieren und ich bleibe dann noch in der Mitte sitzen. Okay? Okay. Gut, also ich komme jetzt, ich komme jetzt wohin mit der Kamera? Nach hinten? Nach hinten? Ja. Sicher? Gut, mache ich. So, warte mal, ich muss mal gucken, ich hab beide Hände voll. Geht? Ja, Geht? Du bist noch wertvoll hier. Ich bin wertvoll. Na super. Hier hoch. So, du fährst ja langsam, oder?
Fährst du langsam? Ja, Mehr oder extrem weniger. langsam. Ich fahre sehr langsam, aber du musst dich auf den Bergen echt kurz festhalten. Es geht nicht, aber ich habe das Handy hier. Oder du würdest moderieren. Du kannst moderieren und ich filme dich. Was hältst du davon? Da kann ich mich festhalten. Aber mach mir bitte nichts Gas mit dazu, Tobi. Ich weiß schon. So. So, Denk dran, dass du den Leuten kurz das Mikro So. ins Gesicht hältst. ich krieg das hin, ich kenne das Mikro, ja. Kannst du das Da Fenster gibt's mal runter machen? so das Fenster leicht runter, den Spiegel andersrum. Andersrum? Bitte runter, bitte runter. Genau, und Sehr jetzt den gut. Spiegel ein Stückchen nach außen drücken. Stopp, das war zu viel. Nochmal ein Stück rein. Gut. Noch ein Stück rein. Ja, perfekt. Die So. ist ja gut geputzt, die Tore. Ja, die ist jetzt auch so vollgestaubt von dem heutigen Tag noch. Wir versuchen eigentlich immer die einigermaßen rein hier hinzubringen, bringt aber wenig. Ne? So, also die Turbo Else Iveco 9016. Wir fahren jetzt hier ein Fahrzeug mit einem permanenten Allradantrieb. Hier ist eine Druckluftunterstützung auf der Hinterachse von der Firma Goldschmidt. Die haben wir mal verbaut. Wo? Auf der Hinterachse noch. Auf der Hinterachse. Ja, das heißt, das kennst du vom Wohnmobil vielleicht, die Konsole hier. Ne? Seht ihr das? Ne? So, Okay. ne? So, und das Fahrzeug hat einen klassischen permanenten Allrad mit einer Untersetzung und 2 Sperren. Na? Also das heißt Mitteldifferential und Hecksperre. Und wir fahren jetzt untersetzt nur in 2 Gängen. Fahr halt einfach raus. Nee, der kommt, der ist hinter mir. Sandra, du kannst kuppeln. Oh, ich bin jetzt lange Automatik gefahren. Sandra, wir fahren nur in 2 Gängen, das ist relativ easy. Ja? So, was So. schaust du hier? Ich schaue, ob die Marie rückwärts rausfahren kann. Sie guckt, ob die Marie rückwärts rausfahren kann. Wenn der weg ist, der Defender. Jetzt. Jetzt. Okay, ja. Der hat auch einen Rückwärtsgang. Ja, der hat tatsächlich auch einen Rückwärtsgang. Also wenn da so ein R draufsteht auf dem Schalthebel, ist es nicht der Renngang oder der Rallyegang, sondern das ist der Rückwärtsgang. Ist der auch untersetzt? Der ist jetzt untersetzt, wir fahren auch in Untersetzung und wir benutzen hier auf der Strecke nur 2 Gänge, nämlich den ersten und den zweiten Gang. Ne? Das heißt, die Marie, das ist Opel Manda Sportgetriebe, der erste Gang ist unten vorne links und den haben wir jetzt eingelegt und jetzt geht schon los und ja, wir kriegen das hin. Wir machen mal eine Einweisungsrunde und dann tatsächlich, wer möchte, kann fahren. Ich weiß nicht, Sven, ob du auch mal möchtest. Dann halte ich die Kamera. Ja, vielleicht filme ich dich dann. Wird zwar ein bisschen schlechter, weil ich nicht so routiniert bin. So. Dann machen wir das Fenster hinten noch ein Stückchen auf. Ja, da ist jetzt die Tatra-Fraktion steht vor uns. Also das heißt, die kommen ja momentan stärker auch wieder hier im Markt. Ich habe immer so ein bisschen Sorge mit Ersatzteilen, weil momentan ist ja... Tatra kommt aus Russland. Ja, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut es momentan funktioniert mit den So, Teilen. du bist... Bleibt das stehen? Weiß man nicht. So, wir fahren jetzt erstmal im ersten kleinen Gang durch das Wasserloch da vorne. Du siehst, es ist so, denke ich mal, nur 30, 35 cm tief. Das ist also kein Problem. Ja, Macht aber viel her bei den Leuten, oder? So ein Wasserloch. ja, macht absolut immer Spaß. Letztes Jahr sind wir da ein bisschen schneller durchgefahren, dann gab es mal einen kurzen Ärger, weil dann doch das Wasser oben auf die Tribüne fährt. Ne? Da ist ein Hund. Das ist ein Jagdhund. Ein Schweißhund. Hoppla, hast du gesehen? Geschmeidig, ne? Also ist schon weg. So, wenn wir hier sind, warten wir mal kurz ab, bis die Autos weg sind. Also der Tatra, bis er hinten verschwindet, wieder auf der Ebene steht. Weil knifflig ist eigentlich nicht der Aufstieg, sondern der Abstieg, weil da ist es natürlich jetzt durch das Wetter ein bisschen glatt geworden und wir müssen richtig fest bremsen, damit das Auto einigermaßen nicht in das Loch nach dem Abstieg rumpelt. Ne? Ist der irgendwie modifiziert, der Vollwagen? Also vom Fahrwerk? Ja, der hat hinten eine Luftunterstützung, hat ein spezielles Dämpfersystem und hat halt ordentliche Geländereifen drauf. Ne? Sandra, da wird es ja noch spannend heute, oder? Für dich. Du wirst gleich fahren. Sie Ich lacht glaube, sich. ich werde immer ruhiger jetzt. Ruhig So. bleiben. Das Wasserloch ruhig bleiben. kommt. Ihr müsst euch bitte festhalten. So, jetzt müsst ihr ein bisschen euch festhalten, weil insbesondere nach dem, mach's halt ganz zart, Marie, nach dem Aufstieg kommt ein Loch und das ist also der kniffligste Part zum Fahren. So, und jetzt langsam und jetzt kommt das Loch da unten. Siehst du? Na? Oh. Sandra?
Alles gut? Oh, Marie. Nee, der Tobi. war das. Der Tobi war es, aber der schattet auch wieder. Der Tobi macht mir hier den Standgas. Ja, wir haben ja einen. Alles klar? So. Ganz schön durchgerüttelt worden. Ja, das ist also das kniffligste Eck. Aber jetzt sind wir schon fertig eigentlich. Jetzt können wir schon wieder heimfahren. Ne? Wir fahren auch wieder heim, aber machen mal einen Kreisbogen durchs Gelände. Ich mag das, dass hier alles so stumpf ist, dass man sich ja nicht so verletzen kann. Nee, überhaupt nicht. Das sind überhaupt keine verletzungsgefährdeten Ecken hier drin. Das ist alles aus dem Feuerwehrausbausystem noch. Und wir haben es mal so belassen, weil die mit der Feuerwehr konnten ja auch umgehen damit. Und die hatten auch die Sitze damals drin, in Rot? Diese roten FK-Sitze, ja, die sind da mal reingewandert bei dem ersten Umbau. Ich gebe ja zu, das ist jetzt nicht unbedingt ein 4Wheel24 Musterfahrzeug, aber es hatte ja auch nur den Sinn und Zweck, unsere Veranstaltungen zu begleiten und Proviant, Werkzeuge und ja, gute Laune mit durch die Gegend zu fahren. Ne? Die Mannschaft, genau. Und die Mannschaft halt. Ne? Also wie du siehst, wir haben ja viel Platz hier. Und wir können abends den Bereich, wo du jetzt sitzt, zum Bettchen umbauen. Ne? Oh, Marie! Marie, mach mal zart, Marie. Mach mal zart bin's hier. nicht. Es ist die Strecke. Die Strecke macht's. Es ist die Strecke. Sag mal, wenn ich hier Lufthansa-Pilot bin, dann mache ich auch nicht hier Steilkurve. Da gucke ich, dass die Passagiere... Wenn du schneller fährst, rückwärts halt. Dann müssen wir langsam fahren. Marie, fahr mal rechts. So, wir machen jetzt eine kleine Schrägpassage. Sven, bist du bereit? Was denn? Bist du bereit? Festhalten. Jetzt kommt so eine Rüttel oder was? Oder links, rechts. No, ah! Okay. Krass, wie viel Grad sind das? Ich denke nur 25. Also nicht die Welt. Nicht die Welt, ne. Kann der kippen? Bestimmt. Also ja, das ist jetzt hier. Wir sind letztes Jahr mal mit Burkhard Koch gefahren und Burkhard Koch Pistenkuh, Ja. Pistenkuh, hast du schon gehört? Burkhard Koch meinte nur, wann geht's denn jetzt auf die Offroad-Strecke? Da waren wir schon durchkuppelt. Ach so. So, jetzt gibt's einen schönen linken Aufstieg. Nochmal festhalten. So, das ist die Abkürzung. Ja. So, festhalten. Wow! Krass. Krass und cool, ey. Da muss ich aber gleich auf den Beifahrersitz, wenn die Sandra fährt. Du bist ja da, oder? Kannst eingreifen. Ich bleib in der Mitte sitzen und greife notfalls ein. Okay. Kurz vorm Überschlag. Sind da Gurte am Sitz? Nein, Nein. nein. Gut. Das Fahrzeug hat noch keine Gurtpflicht. Ah, und deswegen hast du auch keine eingebaut. Richtig. Aber es ist zugelassen. Ah! Ja. Es hat einen komplett neuen TÜV. Erst vorgestern. Aber TÜV ohne Gurte, geht das? Ja, das Fahrzeug ist Baujahr 87 und da gab es bei LKWs noch keine Gurtpflicht. Ah, okay. Das Problem ist, wenn du die jetzt einbaust, musst du es auch benutzen. Ah. Also du musst die benutzen dann. Ja, ist es schlimm? Nee, man könnte sie einbauen, ja. Aber du weißt ja, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. So, wir halten uns jetzt mal rechts, oder, Marie? Schmieren wir noch ein bisschen ab. So, also, ich meine, das ist jetzt halb spektakulär. Das Spektakulärste ist tatsächlich der Aufstieg vorne. Und der Rest macht natürlich jetzt mehr Spaß, ne? Seitdem es ein bisschen geregelt hat. Heute früh war das ja noch knochentrocken und staubig. Und jetzt rutscht du wenigstens mal ein bisschen, dass wenigstens minimal Adrenalin freigesetzt wird. Schön Wetter kann jeder. Ja, genau. Also es hätte von mir aus noch ein bisschen länger regnen können. Sven, wie findest du es? Toll, ganz toll. Ich kriege ja nicht so viel mit hier hinten. Oh, ich hoffe, die Zuschauer kriegen ein bisschen mehr mit. Aber es ist, wenn man das erste Mal gefahren ist, es ist quasi das Gegenteil von einem Renntaxi. Ja, es ist sehr entschleunigend. Man sieht auch ein bisschen was von der Natur. Und ja, ich meine, Offroad-Fahren ist ja nicht Rennfahren. Das ist mehr so eine Mix aus Kompasskurs und Strategie. Der
jetzt gleich mal selber fahren. Dann Ja, wir werden das jetzt einfach mal kurz verändern, die Fahrpositionen. Sven, du kommst dann auf den Beifahrersitz, ne? Ja, Ich war draußen. Ich will nicht hinein. ich filme mal mit dem Handy gleich. Ja, du kannst ja auch von außen mit dem Handy filmen. Ja, wenn ich du filme meinst. euch von außen. Nimm das große, ja. So, Das ist ganz entspannt hier. ja. Aber kann ich nicht hören, wenn du kein Mikro hast. Ja, also ich sehe das ganz entspannt hier. Die Marie macht es super. Ja, also sind ein paar kleine Steinschläge drin hier, aber sie umfährt die meisten. 90% hat sie umfahren eigentlich. Da kannst du das Mikro ein bisschen tiefer halten. Ja. Dann sieht man auch dein Gesicht. Ja, ich bin noch nicht so Profi wie du. Aber okay. So, ich nehme es mal gerade ab hier. Wir steigen mal um. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Sandra macht. Bist du bereit? Ja, mein Herz klopft so ein bisschen. Allzeit breit. Ich mache die Kamera aus. Wir filmen mit dem Handy. Bis gleich.